Lektion 1: Angelsächsische Einflüsse. Hallo Anna, wo istest du? Das Völkergebrochen wird die für Korperteil Zellen an Tierveranden. Tatsächlich angelsächsischen Ursprungs sind. Oh, das ist wirklich interessant. Das war mir nicht klar. Können Sie mir einige Beispiele nennen? Absolut. Nehmen Sie die Korperteil, what oui an, Fü, Kopf, Auge, Ohr, Nase sind all angelsächsisch. Ruf, du hast recht. Das sind so grundlegende Wörter, aber sie haben angelsächsische Wurzeln. Genoux. And für Zellen sind die Worte ein, zwei, drei, vier, fünf eben voll angelsächsisch. Das ist so faszinierend. Ich dachte immer, das wären generische englische Wörter, aber sie haben eine tiefere Geschichte. Definitiv. And Daglish gilt für viol ansregrad janden tiernamen. And Katz, Schaf, Q, Pfer and Souet. Unglaublich. Es zeigt wirklich, welchen Einfluss die Angelsächsen auf die Gestaltung der englischen Sprache hatten, die wir heute verwenden. Absolut. Dieux angelsächsischen Worte sind die Bosten ans alltäglichen Wortes. Das ist ein toller Punkt. Sie bilden den Kern der Sprache, auf die wir uns täglich verlassen. Genoux. Et ist erstaunlich, dass Dieux alten Wurzeln auch Genre de Spate imenoch Souet verbreitet sind. Das ist es wirklich. Dadurch schätze ich den Reichtum und die Entwicklung der englischen Sprache. Definitiv. Es ist cool, darüber nachzudenken, wie Dieux Wort den Test der Seebestanden haben. Absolut. Es ist ein faszinierender Einblick in die Ursprünge der Wörter, die wir verwenden, ohne es zu merken. Calme dem nur Justimen. Okay, ich muss mein Freund mit diesem neuen angelsächsischen Wissen bien drucken. Ah ja. Vergessen Sie die lustigen Fakten und sprachlichen Leckerbissen. Ich bin mir sicher, dass Sie genauso fasziniert sein werden wie ich. Sicher. Danke für das Gespräch, Anna. Es war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Freut mich. Ich liebe es, in die Geschichte und Entwicklung der Sprache einzutauchen. Es ist unendlich faszinierend. Absolut. Okay. Ich mache mich auf den Weg, weit angelsächsisch Einfluss zu erkennen. Bis spate. Lektion 2: Die Küche neu gestalten. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht, mir eine Küchenutensilien anzuschaffen. Die ich habe, sind etwa abgenutzt. Jedenfalls, ich wollte meine Küchengeräte und Geräte auffrischen. Da haben Sie bestimmte Artikel im Sinne. Nein, ich benutze meinen Spatel und mein Angeroft, deshalb würde ich gern au Schwertisch l'Angle-Biege Ersatz-Stil finden. Oh, guter Anruf. Robuste, zuverlässige Kochutensilien machen in der Küche einen großen Unterschied. Definitiv. Und ich wollte mir auch schon ein Messer suchen. Die ich habe, scheinen einfach nicht mehr die Nassform zu haben. Ich höre dich. Scharfe, gut verarbeitete Messer sind ein absoluter Gamschana, wenn es um die Zubereitung von Mahlzeiten geht. Absolut. Vielleicht gon ich mir einen kompletten Messerblock. Sie wissen schon, den mit den verschiedenen Klingengrößen. Das ist eine tolle Idee. Ein umfangreiches Messerset wäre sehr nützlich. Und Sie können auch das Aussehen Ihrer Arbeitsplatte wirklich aufwerten. Genoux. Ich stell mir diesen eleganten, modernen Messerblock vor, der die ganze Küche zusammenhält. Ich liebe es.
Und wissen Sie, während wir gerade dabei sind, habe ich darüber nachgedacht, mir ein neues Seetöpferunpfannen anzuschaffen. O butepunkt. En actualiseren de cochechir kont en grozen unterschied de machen. Haben Sie bestimmte Stil o dematerialier im Sinn? Ich bevorzuge ein paar schöne Stücke aus Edelstahl oder mit Keramikbeschichtung. Sie sind so leicht zu reinigen und langlebig. O zegnet oswal. And Sie würden in der Küche fantastisch aussehen. Da motivier mich wirklich, d'un Jesu überarbeiten. Ja, es wird so befriedigend sein, wenn frisches, aufeinander abgestimmtes Set hochwertiger Küchenwerkzeuge zu haben. Absolu. Ich kann mir bevorstellen, wie viel effizienter und stivolement Gespräch sein wird. Ebenfalls. Okay, beginnen wir mit der Erstellung einer Liste und der Planung unseres Küchengrades. Das wird großartig. Kleiner NM-Plan. Ich kann kom eroten, eingekofen und meinen kulinarischen Arbeitsplatz überwandeln. Da wird großartig. Definitive. Und lasst uns loslegen. Ich bin so bereit, unsere Küchen stilvoll umzugestalten. Großartig. Lass ernten. Lektion 3: Wässernde Charaktere. Et Anna, hast du schon mal mark-toi le ben am Mississippi gesehen? Die Charakteren diesem Buch sind so faszinierend. Je lui dis, für die Ebekanist. Nein, das habe ich nicht gelesen, aber ich bin ein großer Fan von Treins Werken. Seine Figuren scheinen immer aus dem Rahmen zu fallen, nicht wahr? Definitiv. Da Buch ist wohl von le bandigène, über le bans großen Persönlichkeiten, vom Juristenen Flussiosen bis zum exzentrischen Städte. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich hebe die Art und Weise, wie Trein selbst die schrulligsten und unkonventionellsten Charaktere zum Leben erweckt. Genot. Et at workip ein Talent dafür, Dieu un vergessischen, mehrdimensionalen Individuen zu erschaffen, die in ihren bleiben. Absolut. Seine Charaktere wirken immer so authentisch, auch wenn sie etwas ausgefallen oder unkonventionell sind. Volide. Un die Ways, oui, et ihr Geschichten miteinander verknüpft, ist einfach fesselnd. Sie erhalten diesen ganzen Wantypitch o verschiedenen Leben und Perspektiven. Ich kann es mir vorstellen. Das ist eines der Dinge, die ich an Treins Werken am meisten bewundere, seine Fähigkeit, eine so reichhaltige, strukturierte Welt zu malen. Definitiv. Und die Charakteren live on the Mississippi bieden daken Ausnahmen. Es gibt einfach so viele faszinierende Persönlichkeiten zu entdecken. Ich bin fasziniert. Ich muss das Buch zu meiner Leseliste hinzufügen. Treins charakterbasierte Erzählungen sind immer eine wahre Freude. Vereinbar. Sein Charakter wirken so real und nachvollziehbar, auch wenn sie über le Band groß sind. Das ist einer der Gründe, warum seine Geschichten so fesselnd sind. Absolut. Ich liebe es, wie er diese komplexen, facettenreichen Individuen erschaffen kann, die die Erzählung wirklich vorantreiben. Genot. Sein Charakterentwicklung ist erstklassig. Okay, jetzt freue ich mich noch mehr darauf, selbst in Live on the Mississippi einzutauchen. Jedenfalls, dieses Gespräch weckt in mir den Drang, all die faszinierenden Persönlichkeiten zu entdecken, die Trein in diese Geschichte eingewoben hat. Point de barre. Okay, ich in die Bücher de langue. Sie sich in toi fesselnden Charakteren überieren. Genießen. Ich kann es kaum erwarten, alles über die farbenfrohen Menschen zu hören, denen sie begegnen.
Viel Spaß beim Lesen. Mash ish da kana. Ok. Da abantue e wotetsi. Lektion 4 Einzigartige Hobbys. Ouest du. Ish abjuradube oldius fascinieranden manchen julzen. Di workik anjuanich obisaben. Oh, das klingt interessant. Welche einzigartigen Hobbys haben Sie kennengelernt? Nan, Égypte en Ijlut, die Bidgeest samlesint, zum bestiel selten munzen, antiki uren o devantage kielze. Das ist so interessant. Ich kann mir vorstellen, wie lohnend es sein muss, diese einzigartigen Gegenstände aufzuspüren. Definitive. Un d'Angypte et Lut, d'ici workip fur praktisch, creative hobbies interessieren, oui class blazen, top fern o deschineden. Das klingt nach solch beeindruckenden und komplizierten Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt. Ich bewundere jeden, der die Geduld und das Engagement dafür aufbringt. Absolu. Un da andergebeni ist oft ein fag umerfan. Besoin de schön je fertigten, ein zigartigen Stück. Ich kann es mir nur vorstellen. Es muss so befriedigend sein, mit den eigenen Händen etwas Greifbares zu schaffen. Da hast du richtig verstanden. Inde, Égypte sogar manchen, d'ici worklip fur intuanliche körperliche Aktivitäten interessieren, oui parcours, ein Radfahren oder Jojo et boire. Ein Radfahren und solche Wettbewerbe. Das ist Welt. Diese erfordern ein gewisses Maß an Gleichgewicht und Koordination. Qu'un chers. Da niveau en konnen Inde athletic bedieusen hobby ist worklik bemerkenswert. Ich stimme zu. Es zeigt nur, wie vielfältig und einfallsreich die Interessen der Menschen sein können. Genoux. Et ist erstaunlich, welch ein zigartigen Möglichkeiten manchen finden, sich auszudrücken und ihren Leidenschaften nachzugehen. Definitiv. Ich liebe es, etwas über solche unerwarteten Hobbys zu lernen. Es erweitert wirklich ihre Perspektive. Si j'ai eweckt in mir den Wunsch, et toi ne aussi probieren un domaine comme Fortune ein wen exuver lassen. Ich höre dich. Vielleicht könnten wir sogar gemeinsam eines dieser einzigartigen Hobbys erkunden. Es könnte ein lustiges Abenteuer werden. Biche bin so de première darbe. Ok, fangen wa midem brainstorming an. Au fur ein anjuenechis hobby solen wa angen. Wie wäre es mit Gasblasen? Das scheint sowohl herausfordernd als auch unglaublich lohnend zu sein. Oh, die Idee gefällt mir. Ok, choix wo un die Glas Blaserkurs in der j'entends. Da word episch. Definitiv. Ich kann mir bereits die wunderschönen einzigartigen Stücke vorstellen, die wir schaffen werden. Das wird großartig. Absolu. Ok, et ist ze. Insr ineren de kunstlesu umarmen ad ami et toi geschmolznem gladi and jutsi du Sumachen. Ja, ich bin so aufgeregt. Das wird ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Lass es uns tun. Großartig, las es un mogliche Machen. Al klar, glas blazere, willkommen. Lektion 5. Erfrischen Sie Ihre Garderobe. Genoux. Lassen Sie einen darüber sprechen, wie Sie die Kleidung organisieren, die Sie nach der großen Schrankreinigung behalten möchten. Ja, das ist ein toller nächster Schritt. Ich möchte sicherstellen, dass alles einen festen Platz hat, damit mein Kleiderschrank aufgeräumt bleibt. Definitive. Teilen Sie Ihr Kleidung zunächst in Kategorien ein, et toi Oberteil, Interteil, Kleidehus. Da hilft dabei,
en Juis Struktur zu schaffen. Guter Anruf. Und innerhalb dieser Kategorien sollte ich wahrscheinlich weiter nach Dingen wie Ärmellänge, Stoffart oder Farbpalette sortieren. Genot. Of Dieusues konnen si lecht erkennen, aussi haben, and passant teil finden. Et machte da ansien soviel einfache. Absolut. Ich denke auch darüber nach, in ein paar schöne Organizer zu investieren, vielleicht ein paar Regale, Schubladen oder sogar ein Henne-Stannensystem. O, Dacian de Tol Idien. Miden Rechtigen auf Boiraxlosingen bleibt all ordentlich, zugänglich und sichtbar. Definitiv. Ich möchte alle meine Optionen auf einen Blick sehen können, anstatt Dinge im hinteren Teil des Schranks vergraben zu haben. Volige. Wielecht konten divers kudenen abschnitt sogar mi bezeknagen versen, etwa blusen, strikjaken, Jean. Da fü en zusätzlich eben der Organisation asu. Ich liebe diese Idee. Die Etiketten helfen mir, super ordentlich und effizient zu bleiben, wenn ich Wäsche beklege oder mich fertig mache. Genot. Und sie konten sogar dange farblich konseknen, si optisch noch ansprechende gestalten. Oh, gute Idee. Dadurch würde es sich so frisch und absichtlich anfühlen. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Okay, lass ein Einkaufslist erstellen. Regal, Tranwand, vielleicht ein paar schöne Kleiderbügel. All, wo broschen. Diesen Kleiderschrank neu gestalten. Hört sich gut an. Das wird so befriedigend sein und meine Garderobe in eine organisierte Oase verwandeln. Ich stimme zu. Word sich so gut anfühlen. All an seinem Platz zu haben. Kein Graben und zwischen Mörnak und Genau. Ich kann es kaum erwarten, mich schnell und einfach fertig zu machen und jedes Mal ein elegantes, stimmiges Aussehen zu haben. Definitiv. Okay, lasst ein losgehen. Ist sie, diesen Kleiderschrank in einen eleganten, modischen Rückzugsort zu verwandeln. Ja, das sonst tun. Ich bin voller Tatendrang beim Ordnen und Maximieren des Potenzials meiner Garderobe. Großartig. Da werde großartig. Okay, wait zu einem aufgeräumten, schicken Kleiderschrank. Lektion 6. Die Vorteile und Fallstricke des Ruhms. Hallo Anna, hast du dich mal gefragt? Wie berühmt du sein? Wie ein Filmstar oder eine berühmte Musiker? Wahrnissen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich nehme an, dass dieser hochkarätige Lebensstil sowohl Vorteile als auch Nachteile haben kann. Genot. Enersemus et großartig sein, so viel begeistert fan zu haben und im Rampenlicht Süsten. Das stimmt, aber gleichzeitig stelle ich mir vor, dass es anstrengend werden könnte, niemals Privatsphäre oder Anonymität zu haben. Butepunkt. Ich werde schrecklich, überall kann zu werden und nie einen Moment der Ruhe haben. Solo. Und denken Sie an den Druck, immer perfekt aussehen und für die Kameras sein zu müssen. Ja, da werklich stressig. Ich schätze, da Leben eine berühmten Person besteht nicht nur Glanz und Glamour, oder? Definitiv nicht. Es gibt wahrscheinlich viele Nachteile, die der Durchschnittsmensch nicht einmal berücksichtigt. Stellen Sie sich vor, Sie wären eine berühmte Politik oder Welttour. Sie müssten bei jedem Wort und jede Tasse vorsichtig sein. Oh mein Gott, ja. Die intensive Prüfung und öffentliche Kritik müssen unglaublich anstrengend sein. Kein Scherz. Ist fast so,
Al müssten sie einen großen Teil ihrer Privatsphäre und persönlichen frei aufgeben. Genau. Und selbst jemand wie ein berühmter König ist im Grunde genommen in der Öffentlichkeit gefangen und jede seiner Bewegungen wird analysiert. Wow, du hast recht. Ein Prinzessin oder ein Prinz fühlt sich trotz aller Vergünstigungen manchmal eher wie ein Gefangener. Definitiv. Der Mangel an Anonymität und ständiger Aufmerksamkeit würde sich eher wie eine Belastung denn wie ein Privileg anfühlen. Ich stimme zu. Lasst mich die einfachen Freuden schätzen, ein normale, alltäglicher Mensch zu sein, der sich einfach in die Masse integrieren kann. Absolut. Manchmal ist Dunkelheit ein Segen, kein Fluch. Der Preis für Ruhm scheint unglaublich hoch. Qu'un Zweifel. Okay, ich glaube, ich benüge mich d'amis, prominent oder fern zubiwanden. Die Nächte Dieu le bon Stil sind zu viel für mich. Das Gleiche hier. Ich werde meine friedliche, unauffällige Existenz jeden Tag über die Prüfungen von Ruhm und Reichtum hinwegtragen. Amen dazu. Okay, je ne en wo ansre glückselig anonymita, Solange wo können. Lektion 7: Unternehmerträume. Oui, celle-ci. Ich wollte schon immer einen Chef sein und demain ein Unternehmen gründen. Was ist ehrgeizig? Von welcher Art von Unternehmen haben Sie schon immer geträumt? Nein, ich habe mir ein paar verschiedene Ideen gespielt, ABN, die mein Interesse geweckt hat, ist die Eröffnung einer Oh, Spezialität ein en Café, Café. das klingt, als könnte es eine wirklich tolle Geschäftsmöglichkeit sein. Definitiv. Ich würde die Idee einen gemütlichen einladenden Raum zu schaffen, in dem Menschen ein ausschließliches Kaffee genießen können. So. Und Sie könnten es wirklich zu Ihrem eigenen machen mit einzigartigen Mischungen, handwerklichem Gebäck und einer coolen, einladenden Atmosphäre. Genau. Ich möchte, dass immer nur ein gewöhnliches Kaffee ist, ein echter Treffpunkt in der Nachbarschaft mich charakter. Ich liebe diese Vision. Was für eine Stimmung hast du dir vorgestellt? Rustikal und gemütlich oder eher modern und schlicht? Ich stelle mir eine schöne Balance vor, vielleicht ein paar inverpute Siegel und altes Element, aber je parmi clarem, seit Masem diesen. Oh, das hört sich so an, als würde es eine wirklich schöne, elegante und dennoch gemütliche Atmosphäre schaffen. Definitiv. Und ich möchte all Kaffeebohnen und Backen oder Region besiedeln, die Community Work in Rampenlicht zu rücken. Das ist so eine tolle Idee. Kunden werden den Fokus auf Qualität, frische Zutaten und die Unterstützung lokaler Unternehmen zu schätzen wissen. Genau. Ich denke, werde die Erfahrung viel bedeutungsvoller und authentischer machen. Ich stimme zu. Und wo wir gerade von der Erfahrung sprechen, welche zusätzlichen Dienstleistungen oder Programme haben Sie in Betracht gezogen? Naja. Ich hätte gern eine gemütliche Lessig. Vielleicht würde ich ein paar openige Band oder Diplomatie-Slam veranstalten. Machen Sie wirklich zu einem Zentrum Das hier für ist die genial. Ich Lokalkunst. pflege diese Art von Gemeinschaftsgefühl wird der Schlüssel dazu sein, Ihr Café hervorzuheben. Definitiv. Ich möchte, dass es ein Ort ist, an dem sich Menschen willkommen fühlen, sich verweilen, Kontakt knüpfen und sich inspirieren Ich kann lassen. es mir durchaus vorstellen. Das hört sich so an, als würde es sich zu einem absolut fantastischen kleinen Unternehmen entwickeln. Vielen Dank. Ich freue mich riesig darüber. Sie müssen lediglich den Geschäftsplan fertigstellen und mit der Finanzierung beginnen. Ich bin mir sicher, dass Sie es mit Ihrer Leidenschaft und Vision schaffen werden.
Ich kann es kaum erwarten, Ihr tolles neues Café zu besuchen. Ich schätze die Ermutigung, Anna. Okay, ist sie. Diesen internemrischen Traum in dita umzusetzen. Ja, mach es. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Inbetriebnahme dieses Cafés. Das wird unglaublich sein. Vielen Dank. Okay, lasst an der Maschine. Lektion 8: Vermögenswerte gerecht aufteilen. Hallo Anna. Ich habe gentil en N50 Aufteilung gedacht, en gerecht Aufteilung unsere Vermögenswerte Südjulius. Das klingt nach einem vernünftigen Ansatz. Gleichverteilung scheint der gerechteste Weg zu sein. Definitiv. Ich möchte sicherstellen, dass alles so fair und transparent wie möglich aufgeteilt wird. So gut. Eine 50-50 Aufteilung machte das Rätselraten überflüssig und stellt sicher, dass keiner von uns das Gefühl hatte, zu kurz gekommen zu sein. Genoux. Und ist die einfachste und unkomplizierteste Möglichkeit, ein séjourant Vermogen in der Mitte aufzuteilen. Ich stimme zu. Sie müssen sich nicht in komplizierten Verhandlungen oder ungleichen Aufteilungen verzetteln. Genoux. En sobre, gleichmäßig Trennung ist der beste Weg, denn ist der Zusammenarbeit und die guten Willen aufrechtzuerhalten. Ich kann dem nur zustimmen. Dies ist der gerechteste Ansatz, unabhängig von den Besonderheiten unserer einzelnen Beteiligungen. Definitiv. Auf Dieu way herald je devon un genou die elfte scène jeux antenne netto vermogen und egentom. Richtig, niemand kann behaupten, der andere hätte ein größeres Stück vom Kuchen bekommen. Eine 50-50 Aufteilung ist die feste Lösung. Genou. Et éliminer jeglich potentiel fur menexvers que dans eten ode amu auf der ganzen Linie. Weil ich. Und es stellt einen klaren Präzedenzfall dafür dar, wie wir künftig mit der Vermögensaufteilung umgehen. Genou. En einfach und gleichmäßig Aufteilung ist der beste Weg, en rebangslos, einvernehmlich Trennung Südjulius. Ich stimme voll und ganz zu. Eine 50-50 Aufteilung unserer gesamten Vermögenswerte ist der umsichtigste und gerechteste Weg in die Zukunft. Point de ban. Ich bin froh, dass wir eine diese Sache einig sind. Die ist der beste Weg, unsere BD Interessen zu schützen. So, okay, beginnen wir mit der Dokumentation der Einzelheiten, damit wir diese 50-50 Aufteilung der Vermögenswerte abschließen können. Or si je gupan, ich weiß es schätzen, dass sie mit mir zusammenarbeiten, diese fair und cooperative Weise bewältigen. Natürlich, John. Offene Kommunikation und ein Engagement für Gerechtigkeit sind der Schlüssel. Okay, fangen wir an. Großartig. Las es un ton. Diese 50-50 Plan ist der richtige Weg. Ich bin zuversichtlich, dass es ein Beden gut Dienst leisten wird. Lektion 9: Bahnbrechender medizinische Fortschritte. Wissen Sie, je me saurais catégorie di pastouressieren ou en technique nen emiunesieren. Oh, erzähl mir mehr. Ich bin schon immer fasziniert von den medizinischen Fortschritten, die das moderne Gesundheitswesen geprägt haben. Absolu. Un te emiunesieren verstet man den Prozess. Je m'en den je gêne en bestime de cran qui résiste au de immensumachen. Ich verstehe. Es geht also darum, Menschen proaktiv vor schädlichen Krankheiten zu schützen und nicht nur sie zu behandeln. Genoux. Die grain die diabestet darin. En abgeschwacht o de inactivierte form en krankheitsserge in den Korpe einzuschlösen.
Interessant. Und das bringt das Immunsystem dazu, Abwehrkräfte gegen diese bestimmte Krankheit aufzubauen, oder? Genot. Indem der Körper inhibierbaren Version N Virus oder Bacterium ausgesetzt entwickelt Antikörper, künftig Affektionen abzuwehren. Das ist genial. Es ist, als würde man das Immunsystem trainieren, um auf potenzielle Bedrohungen vorbereitet zu sein. Absolut. Die Empfang die Geschichte der authentischen Gesundheit und Krankheitsprävention grandiosen der. Ich kann es mir vorstellen. Welche sind die wichtigsten Impfstoffe oder Impfdurchbrüche, die herausstechen? Eine der bekanntesten ist der Pocknimpfstoff, der an die 18 Jahren von Endogene entwickelt wurde. Ach ja, der Pockenimpfstoff. Das war ein entscheidender Moment bei der Ausrottung dieser verheerenden Krankheit, nicht wahr? Definitiv. Gene entdeckung den Grandstein für modern Impfprogramm, 10 Millionen von Leben gerettet haben. Das ist unglaublich. Und ich weiß, dass andere große Durchbrüche Dinge wie den Polioimpfstoff und den inneren Impfstoff umfassen, oder? Genot. Der von Jonas Salk entwickelt Polioimpfstoff Woban Breched, da la Mande Kranke praktisch eliminiert. Die Auswirkungen dieser medizinischen Fortschritte sind einfach atemberaubend. Impfungen waren eine entscheidende Waffe gegen so viele tödliche Krankheiten. K-Zweifel. An die Forschung und Innovationen gehen hoch und noch weit und werden ständig neue Impfstoffe entwickelt. Das ist so aufregend. Die Impfung war wirklich eine der wirkungsvollsten Errungenschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte. Absolut. Es ist erstaunlich, wie weit wir in unserer gekommen sind, Menschen proaktiv vor Krankheiten zu schützen. Ich stimme zu. Impfungen sind ein so tiefgreifendes Beispiel dafür, wie Wissenschaft und Medizin die Lebensqualität dramatisch verbessern können. Definitiv. Okay, ich fühle mich inspiriert, mehr über die unglaubliche Geschichte und den anhaltenden Fortschritt der Impfung zu erfahren. Ebenfalls, das war ein faszinierendes Gespräch. Ich freue mich darauf, tiefer in die unglaublichen Fortschritte bei der Immunisierung einzutauchen. Point de bord. Okay, lasst uns diesen den Durchbruch in der medizinischen Wissenschaft weiter erforschen. Lektion 10. Unser Zuhause automatisieren. Hallo Anna, wie viel Sensoren und Kamera wurden wir Ihrer Meinung nach für ein Automationsprojekt benötigen? Eine gute Frage. Ich würde sagen, es hängt wirklich von der Größe unseres Hauses und den spezifischen Funktionen ab, die wir integrieren möchten. Das ist ein berechtigter Punkt. Ich dachte, wir bräuchten zumindest ein paar Eingangssensoren, Bewegungsmelder und vielleicht ein paar intelligente Überwachungskameras. Definitiv. Und vergessen Sie nicht Dinge wie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren zur Steuerung des Wachsystems. Oh ja, buter en ruf. We brauchen ein solch Überwachung, die Energieeffizienz zu optimieren. Genau. Und vielleicht ein paar intelligente Lichtsensoren, die erkennen, wann Räume belegt sind und die Beleuchtung entsprechend anpassen. Ausgezeichnet Eddie. Da hilft da, Energieverschwendung zu vermeiden und gleichzeitig ein angenehmes Ambient zu schaffen. Absolut. Der Schlüssel liegt darin, die richtige Balance zwischen Sensoren und Kameras zu finden, um uns volle Sicht und Kontrolle über unser Zuhause zu geben. Stimme wohl und ganz zu.
wir wollen en umfassend Überraschung und automatisieren, aber nicht so sehr, dass es sich aufdringlich anfühlt, wissen Sie. Definitiv. Es geht darum, den Kompromiss zwischen Funktionalität und Wahrung unserer Privatsphäre zu finden. Definitiv. Vielleicht beginnen wir mit dem wesentlichen, sichere Klima- und Beleuchtung und bauen dann Wunder weiter. Klingt nach einem Plan. Wir können jederzeit weitere Sensoren und Kameras hinzufügen, wenn wir neue Bedürfnisse oder Möglichkeiten erkennen. Genoux, incremental upgrades worden is een zeer moglichen, das System im Lauf der sehr wirklich verfeinern. Definitiv. Und ich bin sicher, dass auch die Technologie immer besser und schlanker wird. Kein Zweifel. Okay, beginnen wir mit der Erstellung einer Liste der Kernkomponenten, die wir für den Start des Automationsprojekts benötigen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, unser Zuhause in ein wirklich intelligentes, effizientes und sicheres Zuhause zu verwandeln. Ich push. Okay, lasst uns ein Duschen und da richtig Sensor und Kameraset für herausfinden. Großartig, lass es uns tun. Dies wird unser tägliches Leben grundlegend verändern. Ich estime zu Word fantastisch. Okay, aux automations, willkommen. Lektion 11. Die Luft reinigen. Et Anna, Word et toi stickig jerdr. Sollen wir ein Fenster öffnen oder den Ventilator einschalten? Ich stimme zu, dass sich die Luft etwas abgestanden anfühlt. Versuchen wir zunächst das Belüftungssystem einzuschalten und zu sehen, ob das hilft. Buté en ruf. Enem stikigen rom susciten cancer in angenem sein. Besoin des ans enem women taguiet. Definitiv. Eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und Zirkulation ist wichtig für die Aufrechterhaltung einer angenehmen, atmungsaktiven Umgebung. Absolut. Ich möchte nicht, dass wir durch schlechte Belüftung müde werden oder einen stickigen Kopf bekommen. Ich auch. Die richtige Luftzirkulation ist der Schlüssel dafür, dass sich der Raum frisch und belebend anfühlt. Wurrenbach. Offen we. Das da Belüftungssystem ansprang und enfant, distant de Luft zu bewegen. Ja, Daumen drücken. Luftqualität und Temperaturkontrolle sind für Produktivität und Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Kann dem nur Justinen. Nicht ist Chime, all in einem Women, Schulen Rom festusitzen, da kann einem wirklich die Energie roben. Genau. Die richtige Belüftung trägt dazu bei, das richtige Gleichgewicht zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten. Definitiv. Okay. Ich werde die Einstellungen im System noch einmal überprüfen und sehen, ob wir eine bessere Luftzirkulation erreichen Tolle können. Idee. Ich bin mir sicher, dass sich dieser Ort mit ein paar Anpassungen im Handumdrehen luftig und erfrischend anfühlt. Ich hoffe. Ah, da haben wir die Fan haben einfach weit gemacht. Kannst du da fühlen? Schon viel besser. Ach ja, ich kann den Unterschied spüren. Die Luft fühlt sich bereits leichter und erfrischender an. Excel. Crise abjointe. Die Belüftung macht wirklich den entscheidenden Unterschied bei der Aufrechterhaltung einer komfortablen, produktiven Umgebung. So gut. Ich bin froh, dass wir das frühzeitig bemerkt haben, bevor es zu einem Problem wurde. Jetzt können wir uns konzentrieren, ohne uns stickig oder müde zu fühlen.